Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Buttonbox-Tutorials. Heute kümmern wir uns um den Einbau der Schalter und Taster und um die Platzierung des Arcades in der Box. Dafür gebe ich erstmal rüber in die Werkstatt und dann sehen wir uns danach hier wieder. Bis gleich. Leute, willkommen zurück in der Werkstatt. Jetzt kümmern wir uns ums Bohren. Aber dafür muss ich erstmal die Frontplatte abnehmen. Wenn ihr die Front abgenommen habt, solltet ihr darauf achten, hier irgendwas zwischenzustecken, damit euch diese ganze Geschichte nicht zusammenklappt. Denn je nachdem, was für Leisten und Schrauben ihr benutzt, kann es durchaus sein, dass es sich runterbiegt und an den Schrauben rausreißt. Deswegen achtet da ein bisschen drauf. Das wäre mein Tipp für euch. Aber genug der guten Tipps fürs Erste. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Bohrungen. Mittlerweile habe ich die E-Mail bekommen, auf die ich gewartet habe. Daher weiß ich jetzt, dass die Kippschalter einen Einbaudurchmesser von 6 mm haben. Die Drucktaster allerdings haben einen Einbaudurchmesser von 29 mm. Und da die wenigsten von uns, und das schließt mich ganz klar mit ein, einen 29er Forstner Bohrer zu Hause haben, gehe ich einfach her mit meinem 10er Holzbohrer, das ist der größte Holzbohrer, den ich habe. Damit werde ich versuchen, so viel wie möglich auszubohren und den Rest dann einfach mit einem scharfen Teppichmesser beizuschneiden. Beim Laminat ist es zum Glück nicht so das Problem, weil es ja doch eher ein weiches Material ist. Dafür muss ich allerdings noch dann ein bisschen rummessen und mir diese 29er Kreise überall aufmalen, wo ich entsprechend Drucktaster einsetze. Wir sehen uns wieder, sobald ich das gemacht habe. So, die 29er Löcher sind soweit ausgebohrt. Den Rest werde ich jetzt, wie vorher schon erwähnt, mit einem scharfen Teppichmesser beischneiden. Das mache ich aber offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Löcher sind drin. Als nächstes werde ich hier erstmal ein bisschen sauber machen und dann machen wir uns an den Einbau der Schalter. Bis gleich. Hier habe ich meine Kippschalter, hier habe ich meine Drucktaster und die Mikroschalter dazu, welche ich allerdings erst an die Drucktaster anklipse, wenn sie eingebaut sind, weil ich möchte nicht, dass mir da im Vorfeld irgendwas kaputt geht, wenn ich die da durchstecke oder sonst irgendwas. Ist auch absolut keine Herausforderung, die da an die Schalter zu bekommen. Das zeige ich euch dann gleich noch. Worauf ihr im Vorfeld achten müsst, das habe ich nicht getan und jetzt zahle ich den Preis dafür. Die Gewindelänge hier beträgt 9 mm, so wie ich das gerade gemessen habe. Also solltet ihr bei eurer Frontplatte darauf achten, dass ihr nicht zu viel Stärke nehmt. Ich habe eine zu dicke Frontplatte genommen und allerdings auch keine Lust, das jetzt alles nochmal von vorne anzufangen. Daher kann ich nur eine Schraube und diese kleinen Fixierdinger hier, Fixierunterlegscheiben nehmen. Wobei normalerweise noch, hier habe ich es mir hingelegt, diese Konterschraube dazu gehört und diese, ich weiß nicht, Klemmunterlegscheibe gehören normalerweise noch mit auf das Gewinde drauf. Dadurch, dass ich aber die Einbaudicke nicht, die Einbautiefe nicht beachtet habe, kann ich die jetzt nicht mehr benutzen. So, ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie man den Mikroschalter an den Drucktaster bekommt und dann machen wir uns an den Einbau. So, den Mikroschalter in den Drucktaster zu bekommen, ist absolut keine Herausforderung. Dafür geht ihr einfach her, nehmt den Mikroschalter so, dass die zwei Pole nach unten zeigen und der Taster von euch weg. Dann geht ihr hin mit dem kurzen Ende hier zu euch, steckt es einfach nur hier dran, dreht es rüber und schon ist es drin. Und schon habt ihr einen funktionierenden Druckschalter. So, in der Kamera ist es jetzt schlecht zu erkennen, aber der Kippschalter hat hier vorne, man sieht es ein bisschen, hat hier vorne eine Kerbe im Gewinde. Und in diese Kerbe, das sieht man hier auch jetzt nicht so berauschend gut, hier im inneren Kreis sieht man, ist ein kleiner Pinöpel dran. Und dieser Pinöpel muss über der Kerbe am Gewinde sitzen, ansonsten kriegt man diese Klemmscheibe nämlich nicht hier drauf. So, aber jetzt erstmal genug Theorie, machen wir uns mal an die Praxis.
Es funktioniert auch alles. Wie ihr gerade gesehen habt, musste ich die äußere Reihe nochmal umdrehen, weil die Pole in die falsche Richtung gezeigt haben. So, jetzt ist aber alles richtig drin. Bevor wir uns ans Verkabeln machen, werde ich aber jetzt erstmal meine Knöpfe und Schalter beschriften, damit ich mit dem Verkabeln nicht durcheinander komme, und dann sehen wir uns danach wieder. Nachher beim Verkabeln leichter zu machen und vor allen Dingen auch in den Spielen später zu wissen, welcher Schalter, welcher Taster für welche Funktion steht. Als nächstes machen wir uns dann dran, das R-Case in die Box zu bauen, und ich werde mal sehen, ob ich dafür nicht eine bessere Kameraeinstellung finde. So Leute, das R-Case ist drin, wie man hier sieht. Ich habe es nicht mitgefilmt, weil ich keine vernünftige Kameraposition gefunden habe. Da gibt es auch eigentlich nicht viel zu machen. Ich habe mir einfach 4 Schrauben genommen, habe mir hier aus meinen Holzleisten einen Untersetzer gemacht. Worauf ihr allerdings achten müsst, Leute, wenn ihr die Schrauben hier reinsetzt, ihr seht, hier ist meine Hand, das R-Case ist sehr klein und auch entsprechend empfindlich. Wenn ihr da schraubt, bohrt auf jeden Fall die Löcher vor und setzt die Schrauben mit dem Schraubenzieher rein, nicht mit dem Akkuschrauber, weil wenn ihr die überdreht, kann das Board reißen, oder was wahrscheinlich noch schlimmer wäre, wenn ihr abrutscht und mit dem Akkuschrauber irgendwo in das R-Case reinrammt, ist es kaputt. Ganz schlicht und ergreifend. So, als nächstes machen wir uns an die Verkabelung. Ist absolut nicht so schlimm, wie es aussieht. Hier ist die vorkonfektionierte Seite. Die steckt ihr am R-Case, ich zeige euch das mal, entweder hier oder hier hinten drauf. Die sind beschriftet mit A01 bis A20 und B01 bis B20. Da steckt ihr nachher einfach nur diese vorkonfektionierte Seite drauf. Und den Anschluss an den Schaltern und Tastern, da geht ihr her. Ihr könnt von hier anfangen oder von hier anfangen, das ist uninteressant. Ihr nehmt euch immer 2 Kabel und zieht die auseinander. Und diese 2 Kabel kommen dann jeweils an einen Schalter. Wobei es, habe ich gemerkt, egal ist, welches Kabel ihr an welchen Pol klemmt. Wenn ihr die richtigen Pole erwischt natürlich. Und damit sind wir dann bei den Kippschaltern. Wenn ihr, wo ist mein Bleistift? Da ist mein Bleistift. Wenn ihr die Kabel anschließt, müsst ihr das ist durch die Kamera so schwer hier zu orientieren, müsst ihr den oberen Pol und den mittleren Pol nehmen, damit der Schalter oder beziehungsweise das Spiel dann auf dieses Drucksignal reagiert. Schließt ihr das hier unten an, ist der Schalter, ja, oder denkt das Spiel, der Schalter ist permanent gedrückt, dann ist diese lose Position die Aufposition oder die gedrückte Position, und das ist quasi dann die losgelassene Position. Und so wird halt immer ein Tastenanschlag erkannt. Und bei den Kippschaltern, diese Seite hier, hier ist auf der Seite ein Aufdruck drauf, da steht On, On und die Serienbezeichnung. Ich denke mal, das ist die Seriennummer vom Schalter wohl. Wenn ihr die Kabel anschließt, wir gehen jetzt immer
von dieser beschrifteten Seite hier aus. Hier ist auch was drauf, aber das ist nur irgendein Logo. Von der beschrifteten Seite nehmt ihr entweder den mittleren und den oberen oder den mittleren und den unteren. Und so schließt ihr das dann an. Ich werde das nicht mitfilmen, weil das doch ein ziemlich langwieriger Prozess ist. Ich werde mir ein paar Kabelschuhe schnappen, die anklemmen und dann sehen wir uns wieder, wenn alles soweit zusammengebaut ist. Und zwar dann direkt am PC. Da zeige ich euch nämlich dann, wie man programmiert. Bis später. So, damit herzlich willkommen zurück am PC. Ich habe gerade gemerkt, der Ton von meinem Mikro ist im Moment nicht ganz so toll. Ich habe aber keine Ahnung, woran es liegt, und solange man mich hören kann, soll es okay sein. Das erste, was wir jetzt machen, ihr findet unter meinem Video einen Link unter dem Namen ACASE Anleitung. Wenn ihr auf diesen Link draufklickt, kommt ihr auf diese Seite ACASE USB Anleitung Deutsch. Da steht auch nochmal alles, was ich euch jetzt gleich erkläre, schwarz auf weiß. Wenn ihr irgendwas von dem, was ich erzähle, nicht versteht oder ich irgendwas zu schnell erkläre, dann könnt ihr das alles hier nochmal nachlesen. Aber was uns jetzt im Moment interessiert ist, wir scrollen ein bisschen runter. Und dann habt ihr hier ACASE USB Config Tool Setup, dieses hier. Da klickt ihr drauf, aber erst nochmal was anderes, und zwar dieser interessante Satz hier unten. Wenn ihr das Config Tool startet nach dem Installieren, startet das immer mit Rechtsklick als Administrator ausführen. Ihr klickt auf jeden Fall erstmal auf diesen Link, der bringt euch auf diese Seite. Und von dieser Seite nehmt ihr das zweite von oben, das hier, ACASE USB Interface 5.65 Exe. Und je nachdem, da klickt ihr dann drauf, je nachdem was für einen Browser ihr benutzt, wird ihr euch dann fragen, wo möchtest du das speichern. Ich speichere mir meinen ganzen Krempel immer auf dem Desktop, weil es für mich leichter ist und ich dann nicht ewig nachsuchen muss. Das installiert ihr dann. Ich hoffe, ihr wisst, wie man eine Datei installiert. Nachdem ihr eure ACASE Software installiert habt, kriegt ihr diese kleine Verknüpfung hier. Aber erst einmal schließt ihr euer ACASE an, ohne alles, ohne Taster, ohne Schalter, einfach nur mit dem mitgelieferten Kabel an den PC anschließen. Dann öffnet ihr das Config Tool und wählt hier oben euer ACASE-Modul aus. In meinem Fall ist es Version 5.65, weil ich die neueste Firmware schon drauf habe. Was ihr aber macht, ist dann, ihr geht auf USB, auf Firmware Update, dann klickt ihr hier auf Update starten. Ich mache das jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, die neueste Firmware drauf habe. Wenn ihr hier draufklickt, öffnet sich hier noch ein kleiner Dialog, auf dem dann steht, dass ihr nochmal Update starten drücken müsst. Ihr klickt diesen Dialog dann einfach mit OK weg und klickt nochmal auf Update starten. Ihr seht dann, wie hier der grüne Balken vollläuft. Wenn der voll ist, gibt es, glaube ich, auch eine Benachrichtigung, dass die Firmware erfolgreich aktualisiert wurde. Dann könnt ihr das schließen und startet das Programm, zu diesem Sichern kommen wir gleich nochmal, und startet das Config-Tool nochmal neu. Das ist aber erst dann interessant für euch, wenn eure Box fertig ist. Da meine Box ja fertig ist, kann ich die hier jetzt mal schnell einblenden. Und dann kommen wir zum Konfigurieren oder Programmieren. Eigentlich ist es ein Konfigurieren, weil ihr programmiert nichts. Ihr öffnet nochmal, jetzt muss ich ein bisschen rübergehen. Ihr öffnet wieder euer Config-Tool. Dann wählt ihr hier oben euer ACASE-Modul aus. Es ist egal, ob es hier schon drin steht, ihr müsst es nochmal anwählen, sonst funktioniert es nicht. Dann könnt ihr hier den Namen eurer Konfiguration einstellen. Ich lasse es jetzt aber alles so, wie es ist, der Einfachheit halber. Dann habt ihr hier unten diesen Bereich und da geht ihr auf Neuer Schalter. Das ist der erste Button, der hier unten angezeigt wird. Ihr klickt da drauf und dann geht ein neues Fenster auf, das da heißt Tastatur Makro bearbeiten. Da habt ihr dann hier eine digitale Tastatur. Hier habt ihr den Input-Trigger und hier unten könnt ihr die Reaktionsgeschwindigkeit der Schalter verändern. Da gehen wir aber überhaupt nicht dran. Ihr könnt auch, wenn ihr lustig seid, eure Makros hier unten nochmal zusätzlich benennen.
Auch das mache ich nicht. Ich lasse da unten New Macro stehen, das solltet ihr auch tun. Die Startbedingung bleibt auf Repeat. Und was für uns jetzt interessant ist, ist der Port-Eingang. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel auf Jake drücke, seht ihr, dass der Port-Eingang umspringt von A01 auf A02. A02 ist in dem Fall der Eingang, an welchen mein Jake-Knopf angeschlossen ist. So, dann kann ich hier auf Start drücken. Das ist auf Port P20 oder Ignition. Bei den Kippschaltern müsst ihr beachten, je nachdem, wie rum ihr sie angeschlossen habt, hochkippen, runterkippen. Und ihr seht, der Port-Eingang ist auf B01 umgesprungen. Das ist der Eingang, wo ich meinen Zündschalter drauf habe. So, ich will jetzt aber mein Tempomat einstellen. Also klicke ich auf Pilot. Und mein Pilot sitzt auf Port A01. Jetzt geht ihr her und sucht euch hier oben eine Taste aus, die ihr mit diesem Pilot-Schalter simulieren wollt. Ich zeige euch das mal schnell, mir hier eine Liste gemacht, die lasse ich jetzt auch mal eingeblendet, wo ich mir einfach die QWERTY-Tastatur quasi, hier ist es QWERTY, weil ich blöd war, das erkläre ich aber gleich nochmal. Ich bin hier einfach die Tasten nachgegangen. Worauf ich verzichte, ist irgendwelche, hier entweder die Umlaute Ä, Ö oder Ü zu nehmen oder Sonderzeichen wie Komma, Plus, Minus, Gleich oder Hashtag oder irgendwas, sondern wirklich nur die reinen Buchstaben. So, jetzt habe ich hier, mein Pilot soll die Taste Q bekommen, also klicke ich hier auf Q. Und dann sehen wir, Port A01 hat die Taste Q. Das steht hier unter Schritte. Warum das Ding Schritte heißt, weiß ich auch nicht. Dann klickt ihr hier auf OK. Und ihr habt euer Makro hinzugefügt. Port A01 ist Taste Q. Dann klickt ihr wieder hier drauf. Und sagen wir, diesmal möchten wir unsere Zündung einstellen. Aktiviere ich den Schalter einmal und schalte ihn wieder aus. Und wir sehen, Porteingang ist B01 und meine Zündung möchte ich auf W haben. Also klicke ich hier W. Okay. So, einmal zeige ich es euch noch. Und zwar meine Starttaste sitzt auf Port B20 und meine Starttaste möchte ich auf E haben. Also klicke ich hier oben in der... Es funktioniert nicht, wenn ihr das auf eurer richtigen Tastatur macht. Ihr müsst hier oben aus dieser digitalen Tastatur wählen. So, hier haben wir jetzt E. Ich drücke OK und schon haben wir hier das Makro drin. So macht ihr das, diese ganze Reihe runter, bis ihr alles eingetragen habt. Was ich euch noch dazu sagen will, ich vermute mal, dass das Arcase mit einem englischen Tastaturlayout arbeitet, deswegen sind die Tasten Y und Z vertauscht. Denn ursprünglich hatte ich meine Scheinwerfer auf Z und die Scheibenwischer auf Y. Ich habe dann allerdings im Spiel gemerkt, dass es genau umgekehrt reagiert hat, und zwar, dass ich mit Z, also in dem Fall mit dem Low-Beam-Schalter, die Scheibenwischer eingeschaltet habe und mit dem Scheibenwischerschalter, der hier, mein Licht eingeschaltet habe. Also habe ich das dann, ich habe hier nichts mehr in der Konfiguration danach geändert, sondern einfach die Tastenbelegung im Spiel entsprechend geändert. Wenn ihr eure Makros alle fertig eingefügt habt, geht ihr, ich muss mal ein bisschen auf die Kamera aufpassen, geht ihr hier oben wieder auf USB und dann das zweite von oben, Konfiguration in Arcase schreiben. Da klickt ihr drauf. Die Konfiguration wurde erfolgreich ins Arcase Interface geschrieben. Zum Ausprobieren rufen uns jetzt einfach mal ein Textdokument auf. Und hier weiß ich, das ist Q, W und E. Das heißt, mein Tempomat-Knopf gibt die Taste Q wieder. Mein Zündknopf gibt die Taste W wieder. Wenn ich den oben lasse, ihr seht, ist es wie ein Tastendruck.
Deswegen immer wieder runterkippen, das erkläre ich euch im Spiel aber gleich nochmal genauer. Und meine Starttaste simuliert den Buchstaben E. Damit kann man, also mit diesem Textdokument kann man super ausprobieren, oder mit Word oder was auch immer ihr dafür benutzt, kann man super ausprobieren, ob alles richtig konfiguriert wurde und ob das Arcase das alles richtig übernommen hat. Wenn das erledigt ist, könnt ihr das Arcase schließen. Konfiguration vor dem Beenden sichern. Das ist auch so ein Punkt. Und zwar, wenn ihr auf Ja klickt, speichert das Arcase diese MWF-Config-Datei, je nachdem, wo ihr sie hinspeichert. Moment. Ich brauche jetzt nicht sichern. Ich mache es jetzt aber nochmal auf, um euch das zu zeigen. Diese MWF-Config-Datei könnt ihr später hier über den Dateibefehl laden. Das heißt, ihr könnt euch beliebig viele Konfigurationen machen, die ihr als Config-Datei irgendwo ablegt. Und je nachdem, welche ihr gerade braucht für welches Spiel, wenn ihr euch verschiedene Konfigurationen erstellt, ladet ihr dann einfach diese Config-Datei wieder in das Programm. Wenn ihr eure letzte Config-Datei bearbeiten wollt, geht ihr auf USB, Konfiguration aus Arcase lesen und dann ruft ihr euch die letzte Konfiguration auf, die ihr gemacht habt. Das ist in dem Fall jetzt die 3 Tasten, die wir hier eingegeben haben. Dann könnt ihr Rechtsklick, Edit, und ihr könnt hier den Namen ändern, wenn ihr wollt. Ihr könnt die Startbedingungen verändern, wenn ihr wollt. Ich mache nichts davon, weil so tief reichen meine Arcase-Kenntnisse dann doch noch nicht. Ich muss mich da generell noch ein bisschen reinarbeiten. Da hängt schon wieder mein dicker Arm ins Bild. Das lassen wir aber alles wie es ist, schließen es. Ich brauche die Konfiguration nicht zu sichern, da ich mir schon eine Konfiguration vorbereitet habe und ohnehin nur eine Konfiguration benutze. Ich benutze eine und dieselbe für LTS und ETS 2. Dann werde ich jetzt mal das Spiel starten und dann sehen wir uns gleich mit der Tastenbelegung wieder. Bis gleich. So Leute, und damit sind wir in ETS 2. Das habe ich mir jetzt mal ausgewählt, weil ich da schon ein bisschen was für vorbereitet habe. Wenn ihr dann im Spiel seid, nehmt ihr euch euren Zettel, auf den ihr euch hoffentlich vorher eure Tastaturbelegung geschrieben habt, geht in die Option, in die Tastenbelegung und dann nehmen wir als Beispiel einfach mal die Handbremse, die steht jetzt schon auf A, aber ich zeige euch das trotzdem nochmal. Ihr klickt einfach ins primäre Feld und dann bleibt euch überlassen, ob ihr entweder mit eurer physikalischen Tastatur die Taste zuordnet oder ob ihr hergeht und über die Buttonbox. Das funktioniert nämlich auch mit der, hier ist die Handbremse, zugeordnet. Ich habe es über die Tastatur gemacht, weil es für mich dann doch einfach eine Ecke leichter ist. Das Einzige, was zu beachten wäre, wo ihr nämlich den primären und sekundären Kanal braucht, ist einmal für den Motorstart. Da habe ich, da ich das über 2 Schalter mache, ich habe ja hier die Zündung und hier den Start. Ich habe die Zündung mit W auf den primären Kanal gelegt und den eigentlichen Start mit E auf den sekundären Kanal, damit ich einfach Zündung und Start getrennt voneinander habe. Das gleiche gilt auch für die Lichtmodi, da ich hier Standlicht und Abblendlicht habe. Auf 2 verschiedenen Knöpfen ist hier das gleiche. Standlicht mit T im primären Kanal, Abblendlicht mit Z im sekundären Kanal. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Spiel und schauen, ob alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen. So, ich habe mir dann auch direkt den passenden Auflieger gesucht mit Liftachse. Ich musste eine ganze Weile suchen dafür, weil mich diese ganze Liftachsen-Aufliegertechnik vorher gar nicht so sehr interessiert hat. Aber nun habe ich einen und jetzt gehen wir erstmal in den LKW und schauen, ob das alles so funktioniert. Als erstes haben wir mal die Zündung. Funktioniert. Wie ich vorher schon erklärt habe, müsst ihr darauf achten, ihr müsst die Kippschalter wieder in die Nullstellung zurücksetzen, sonst funktioniert der zweite Tastendruck nämlich nicht.
Die einzigsten Schalter, für die es nicht gilt, ist die Aufliegerbremse und der Tankknopf. Der Tankknopf ist ja eigentlich die Eingabetaste und da man den Knopf fürs Tanken gedrückt halten muss, kann man den einfach zum Tanken hochkippen, voll tanken lassen und wenn der Tank voll ist, wieder runterkippen und der Tankvorgang ist abgeschlossen. So, aber jetzt erstmal zurück zum Motor. So, wie ihr seht, es funktioniert alles wunderbar. Ich habe den Spielfang jetzt übrigens mal was leiser gemacht. Ich hoffe, man hört ihn überhaupt noch. In der vorherigen Aufnahme war er doch extrem zu laut. So, was haben wir, was wir von hier drinnen aus testen können? Fangen wir doch einfach mal mit der Differentialsperre an. Und ihr seht, das Licht am Armaturenbrett geht an. Differentialsperre an, Differentialsperre aus. Als nächstes haben wir das Display im Armaturenbrett. Auch das funktioniert. Ich lasse mir mal den Tempomat auf dem Display, weil ich den gleich brauchen werde. Die Anzeige für das Navi. Auch die funktioniert und man kann das Navi tatsächlich ausmachen. Das wusste ich vorher überhaupt nicht. Dann gehen wir jetzt mal nach draußen, blenden erstmal den Spiegel aus. Dann schauen wir mal die Liftachse von der Zugmaschine oben. Funktioniert. Dann schauen wir uns die Liftachse von der Auflieger an. Auch die funktioniert. Da hat man jetzt hoffentlich trotz Kamera, will ich auch sehen, dass man das gerade gar nicht gesehen hat. Deswegen stelle ich das mal so. Und zweiter ist nochmal die Zugmaschinenlichtachse. Das ist doch, man die gerade gesehen hat, auch nicht außer Acht. Dann haben wir Auflieger anhängen bzw. abhängen. Auch das funktioniert. Machen wir direkt wieder dran. Dann haben wir Standlicht funktioniert. Abblendlicht funktioniert. Licht funktioniert. Auch die Lichtblüte funktioniert. Als nächstes, ich wollte euch gerne noch das mit dem Tanken zeigen, aber leider ist der LKW bis oben voll getankt. Aber es ist, wie ich es erklärt habe, ich fahre die Zapfsäule, mache den Motor aus, drückt den Schalter hoch, bis er voll getankt ist, drückt den Schalter runter und fertig. Also er funktioniert auf jeden Fall. Als nächstes machen wir das Licht wieder aus. Um das Licht ganz auszuschalten, nehme ich übrigens das Standlicht, klippe den einmal hoch und wieder runter, um das Licht komplett auszumachen, auch aus dem Abblendlicht raus. Dann haben wir unsere Umleuchtung. Auch die funktioniert. Und da. Auch die funktionieren. Als nächstes haben wir mal ein Stück vor und testen die Aufliegerbremse. Ihr seht, das Bremslicht geht an. Die Aufliegerbremse funktioniert. Ich fahre mal ein Stück rückwärts und testen die Handbremse. Und auch die funktioniert. Als nächstes versuchen wir die beiden Jake-Brake-Funktionen, den Tempomat und die Tempomat-Wiederaufnahme. Ich muss mir leider meinen Spiegel einblenden, sonst kann ich nicht fahren. Ich habe mich gerade mit eingeblendet, ich Spiegel nicht fahren, so ist es nicht. So, rollen wir hier einfach mal ein bisschen rum. Ich brauche mal eine lange Straße.
Ja, das wollte ich mir dann sogar gleich fangen, aber das ist das Computer vor. So. DJ Gray. Kacken dreist und drehe hier mitten auf der Straße. Wir wollen ja keinen Fahrpreis gewinnen, sondern nur testen. Ach, jetzt kann ich ja auch nicht mehr raus. Ich meine, ich könnte schon, dafür habe ich verschissen die Mod drin. Aber nur weil da Textur ist, heißt es noch lange nicht, dass da tatsächlich auch befahrbare Straße ist. Ich bin schon oft genug durch die Karten gefahren. So, Jake Full. Auch die funktioniert wunderbar. Als nächstes testen wir den Tempomat. Wir fahren mal ein bisschen auf. Sagen wir mal 60. Tempomat 62, okay. Funktioniert, dann machen wir den Tempomat mal aus. Bremsen einlegen. Und versuchen mal die Tempomat Wiederaufnahme. 62. Funktioniert. Ja, Leute. Das bleibt dann noch stehen. Funktioniert alles so toll, das freut mich. Ich könnte jetzt natürlich ganz großspurig behaupten, ja, ich habe es nicht anders erwartet. Aber tatsächlich freut es mich sogar sehr, dass alles so problemlos funktioniert. Und ja. Ich gebe euch dann mal zurück in die Abmoderation und wollte dann wieder bis dann. Ja, Leute, das war mein Buttonbox-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nahe bringen, wie man sowas baut. Und wie ihr gesehen habt, ist absolut keine Herausforderung, wenn man auch nur das geringste bisschen bastlerisches Geschick hat, kriegt man es ohne Schwierigkeiten hin. Alles, was ihr an Computer-Hardware dafür braucht, bekommt ihr bei Simple Solutions. Die Links dafür stehen alle in der Videobeschreibung. Und wo wir schon bei Simple Solutions sind, möchte ich nochmal einen lieben Gruß loswerden. Und zwar an Stefan Scheermann von Simple Solution. Das ist der gute Mann, der mir diese ganze Hardware, die ganzen Kabel, Schalter, Taster, das Arcase zur Verfügung gestellt hat. Also lieber Stefan, vielen, vielen Dank für deine Hilfe, für deine Unterstützung, damit ich dieses ganze Projekt überhaupt erst machen konnte. Und es würde mich riesig freuen, auch in Zukunft noch weiter mit dir zusammenzuarbeiten. Meine E-Mail-Adresse hast du ja. Und in diesem Sinne sage ich meinen Zuschauern vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen, euch die Buttonbox nahezubringen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like dalassen. Ihr dürft auch gerne kommentieren, was euch nicht gefallen hat. Abgesehen von meinem Lispel, ich weiß, dass ich lispel, müssen wir nicht drüber sprechen. Lasst mir ein Like da, lasst mir auch einen Daumen runter da, wenn euch was nicht gefallen hat, aber dann erklärt mir auch, warum ihr mir einen Daumen runter gebt. Ihr dürft auch gerne abonnieren, ihr dürft meinen Kanal auch gerne weitersagen. Und dann würde ich einfach nur noch sagen, wir sehen uns im nächsten Stream, dann mit weniger Facecam und mehr Boxcam. Ich glaube, die möchte man sowieso wieder sehen. Tja Leute, bis dahin bin ich raus. Danke fürs Zuschauen.